Es geht um die bestmögliche Betreuung der Spieler, dass sie fit bleiben, um den präventiven Aspekt. Am besten ist ja immer keine Verletzung zu erleiden. Und wenn eine Verletzung sich ereignet hat, um den bestmöglichen, schnellstmöglichen Aufbau, die Versorgung, die in verschiedenen Phasen abläuft. Großes Vertrauen, eingespieltes Team ist aus meiner Sicht mit das Wichtigste. Mein Name ist Peter Üblacker, ich bin einer von 2 Orthopäden, zuständig für die orthopädische und unfallchirurgische Behandlung und Betreuung der Spieler des FC Bayern München. Mein Name ist Dr. Jochen Hane, ich bin einer der Mannschaftsärzte des FC Bayern München und bin zuständig für die Orthopädie. Wir treffen uns 2 Stunden vor Trainingsbeginn. Dann gibt es die große Besprechung. Da sind dabei alle Athletiktrainer, alle Physiotherapeuten, einer von uns Orthopäden, in den meisten Fällen auch der Professor Roland Schmidt und ein Co-Trainer, damit der auch die gewissen Informationen dann ans Trainerteam weitergeben kann. Dort wird jeder Spieler besprochen im Detail. Also wir sagen, was konnte der gestern machen im Training, was kann er voraussichtlich an dem Tag machen, was bestehen für Probleme, wie waren die Behandlungen. In dem Moment hat jeder, der in dem Auditorium sitzt, die Möglichkeit, was zu sagen, wenn er meint, es hat Einfluss auf den Tagesablauf. Und es wird dann auch gemeinsam besprochen, was kann der Spieler an dem Tag voraussichtlich machen. Nach der Besprechung, die meistens so eine Viertelstunde, 20 Minuten geht, kommen die Spieler langsam und die angeschlagenen Spieler werden natürlich dann besonders angeguckt und auch noch behandelt. Es ist natürlich so, dass wir schon auch unsere Konzepte im Kopf haben, aber wir versuchen einfach auch individuell auf die Situation bezogen den entsprechenden Tag bezüglich Belastung zu planen. Und da ist einfach entscheidend, dass wir eine gute Kommunikation untereinander haben. Aber da muss ich sagen, wir haben da, glaube ich, im Moment ein Top-Team. Peter und ich haben da 100%iges Vertrauen zueinander. Deswegen ist es immer so, dass wir uns abwechseln. Und dann geht es in Kommunikation Richtung Athletiktrainer und Physiotherapeuten. Und ich denke, dass wir da im Moment sehr, sehr gut aufgestellt sind. Dann geht es ins Training. Wir gehen dann hier in die Praxis, haben auswärtige Patienten, die jetzt nicht zum FC Bayern gehören. Wenn aber im Training sich irgendwas ereignet oder nach dem Training irgendeine Behandlung notwendig ist, sind wir schnellstmöglich drüben oder die Spieler bei uns. Und wenn sich halt ein Unfall oder eine akute Verletzung ereignet, haben wir hier alle Möglichkeiten mit Bildgebung, Untersuchung, sofortiger Behandlung. Das ist schon essentiell und da sind wir natürlich äußerst privilegiert, dass wir diese Möglichkeiten immer alle eigentlich gerade hier an der Säbener Straße vor Ort haben, inklusive MRT, Röntgen und CT-Diagnostik. Auch die Zusammenarbeit mit den Radiologen ist da wirklich hervorragend. Wie findest du den Locke so? Ja, ist ein super Doktor, ist mein Brudi. Auf jeden Fall. Mein Brudi vor allem. Normalerweise kommen die Jungs zum Tapen, dann werden sie nochmal eingestellt von der Biomechanik her. Und dann gehen sie zum Aufwärmen, kommen eine Viertelstunde vorher wieder zurück. Und dann gehen sie rauf auf den Platz. Er hatte sich nur in die Leiste gefasst, deswegen habe ich gedacht. Auf dem Platz ist es eher so, dass wir da uns auf unsere Untersuchungen, auf unsere Untersuchungsbefunde, auf unsere Hände verlassen und natürlich auch viel im Gespräch und wenn es nur 10 Sekunden mit dem Spieler sind, viele Informationen bekommen, die uns dann bezüglich der Entscheidung auf dem Platz weiterhelfen. Wir sagen immer, es ist die Kombination der Informationen. Es ist nicht nur die Diagnostik, die natürlich bestmöglich sein sollte, sondern erstmal ganz simpel angefangen, die richtigen Fragestellungen an den verletzten Spieler. Hat sich zum Beispiel bei einer Muskelverletzung ein Schlag ereignet oder war es aus einem Sprint heraus eine Verletzung? Das führt in 2 völlig unterschiedliche Richtungen in der Einschätzung und in der Behandlung.
Jamal Musiala hatte an dem Tag eine neurogene Muskelverhärtung. Das war halt so, dass er kam und merkte, der Muskel hat Schritt für Schritt zugemacht und die kennen ihren Körper so perfekt, dass er dann gesagt hat, wenn ich jetzt noch weiter gesprintet wäre, dann wäre das da gerissen. Und die sind natürlich von allen möglichen Seiten, aber auch von uns darauf geprimed, wenn sie sowas merken, dass sie dann sich sofort melden sollten und immer im besten Fall unterbrechen sollen, weil diese nicht strukturellen Verletzungen sind zwar auch Verletzungen, die aber in der Ausheilungszeit einfach viel schneller gehen, als wenn der Muskel erst einmal gerissen ist. Wir haben ihn in der Kabine ausführlich untersucht. Was man da immer mit untersucht, ist die Lendenwirbelsäule und die angrenzenden Gelenke. Und dann haben die Physiotherapeuten mit manualtherapeutischen Maßnahmen versucht, den Tonus aus der Muskulatur zu reduzieren. Und dann wird er mit einer Kompression erstmal nach Hause geschickt. Ruhe ist dann da auch entscheidend und am nächsten Tag wurde er dann kontrolliert. Naja, wir sind am Ende einer sehr anstrengenden Vorbereitungswoche mit häufig zweimal am Tag Training. Und dann stehen wir am Montag, geht es in die USA. Und da wollen wir natürlich jetzt alles dafür tun, oder vor allem nichts übersehen, dass wir nicht am Montag da stehen und einer kann nicht mit. Deswegen ist der Gary gerade dabei zu terminieren, wer wann morgen kommt. Und ja, aber im Moment sieht es alles gut aus. Mit Jochen Hane bin ich täglich, ich weiß nicht wie oft im Austausch. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Muss natürlich auch gewährleistet sein, weil das geht Hand in Hand. Wir wechseln uns in etwa in Wochenrhythmus ab und da geht meines Wissens keine oder nur sehr, sehr wenig Information verloren. Das ist ganz wichtig. Jamal, wie geht's? Ja. Da hoch, ist okay? Das ist eigentlich jetzt schrittweise besser geworden, wobei Jamal jetzt bis zuletzt hier eine gewisse Spannung gespürt hat, sodass wir noch aufpassen mit der Belastung. Wir sprechen immer jeden Spieler in der Übergabe durch und besprechen, was war, sodass das eigentlich Hand in Hand dann übergeht. Ich kann das nur sagen, das ist eine einmalige Zusammenarbeit und wir haben so 100%iges Vertrauen. Aber wir wissen auch, dass es wichtig ist, dass der andere dann, wenn er dann wieder vor Ort ist, alle Informationen hat. Und dann werden die Spieler genauso wie in der Morgenbesprechung, machen wir abends unsere Besprechung, gehen die Spieler durch. Und überall, wo es dann kritisch ist, sagen wir dann ein paar Sätze dazu. Das wichtigste Equipment, was wir dabei haben müssen, ist erstmal zur Erstversorgung von der strukturellen orthopädischen Verletzung, aber natürlich auch von Schnitt- oder Risswunden. Das ist das, was wir so schnell wie möglich erstmal erst versorgen müssen. Das heißt, wir haben Eis dabei, wir haben Chlorid-Spray dabei, wir haben in Eiswasser getränkte Binden dabei, um eine Kompression gleichzeitig zu machen. Was haben wir noch dabei? Natürlich alle möglichen Arten von Pflaster. Wir haben einen Tacker in der Tasche, dann haben wir noch dabei eine Lampe, falls es eine neurologische oder eine Kopfverletzung gibt, dass wir in die Pupillen reinschauen können. Da muss man halt auch wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, weil die Kopfverletzungen in der Vergangenheit einfach unterbewertet wurden und man weiß, dass die Langzeitfolgen einfach deutlich höher einzuschätzen sind, als es in der Vergangenheit getan wurde. Naja, also wer jetzt sagen würde, der spürt ja keinen Druck, das wäre, glaube ich, gelogen. Aber wie ich ja schon gesagt habe, Peter und ich arbeiten da zum Beispiel sehr, sehr eng zusammen. Und diese Entscheidung zu zweit zu treffen, reduziert auch in der Situation den Druck. Wir spüren aber auch von der sportlichen Leitung, sowohl vom Trainer als auch von Brazzo oder Marco Neppe, vollstes Vertrauen, weswegen sich der Druck von außen in Grenzen hält. Aber ich glaube, wir machen uns auch eigenen Druck, dass es dann am Ende des Tages gut wird. Ich bin sehr stolz und sehr zufrieden, muss ich sagen, weil das mir sehr viel Spaß macht, gerade in dem Team zu arbeiten. Wir haben ein super Team in alle Richtungen und ein super Verhältnis miteinander. Das macht Spaß und jede Saison wird der Erfahrungsschatz reicher und das ist ja das, was man als Arzt auch dann im Laufe der Zeit sammelt. Man wird ja immer erfahrener und man bildet sich weiter in diesem ganz besonderen Bereich des Leistungssports und das auf Top-Niveau. Insofern ist meine Zufriedenheit sehr, sehr groß. Das Schönste am Mannschaftsarztdasein ist, Teil einer solchen Mannschaft zu sein. Und diese Chance bekommen wenige. Und deswegen kann ich nur für mich sagen, das ist jeden Tag ein Privileg, hier arbeiten zu dürfen. Es war schon immer mein Traum und ich bin da nur dankbar für, dass das so ist.